FC ist Assist schneller Early als Merc oder meinst du, macht kaum Unterschied? Assist ist safe schneller als Merc. Das steht, denke ich, außer Frage. Also wenn du Pay-to-Win bist, ich schwöre, dann ist Mage der schnellste. Wenn du Pay-to-Win spielst, ist 1000%ig Mage der schnellste. Weil er mit Hot Air viel mehr und viel schneller one-shotten kann als Assist, weil er keinen Cooldown hat. Assist hat einen Cooldown. Also wenn man richtig krass reinpayt und wirklich Power-Ups anmacht, schon im Early Game, dann ist safe Mage der schnellste. Assist ist vielleicht der schnellste, wenn man komplett ohne Power-Ups spielt. Und dann auf zweiten Platz der Mage. Und dann würde ich sagen Akrobat. Dicht gefolgt vom Akrobaten dann auf Platz 3. Also Bow-Akrobat wohlgemerkt. Und ich würde sagen, Merc ist tatsächlich der langsamste. Aber auch nicht so viel langsamer. Man muss halt nur wissen, wie man im Early Game spielt. Beziehungsweise je nachdem, ob du halt Free-to-Play bist oder nicht, wie du spielen musst. Free-to-Play muss halt mit Skills spielen, bei allen Klassen, auch bei Merc. Sonst absolute Katastrophe. Und wer sich die Power-Ups leisten kann, wer Cash, der kann halt mit Auto-Attacks oder mit, also auch mit Skills spielen. Ich meine, Mage und Assist auch mit Skills, aber halt, ja, da one-shottest du dann halt auf jeden Fall alles. Meinst du AOE dann, oder wie? Wer AOE? Nee, ich hab jetzt von niemandem AOE gesprochen. Nope. Keine einzige AOE. Im Low-Level AOE ist Trash. Viel zu kompliziert, in Anführungszeichen kompliziert, mit dem Face-Tanken. Außerdem ist die Mobdichte an vielen Orten viel zu schlecht, dass sich AOE gar nicht richtig rentiert, weil eh nicht genug Monster da sind. Ich war zum Beispiel jetzt die letzte Zeit mit meinem Low-Level-Chars bei Nutty Wheel. Da sind halt literally 10, 12 Monster. Ich meine, klar, sehr viel mehr kannst du wahrscheinlich eh nicht tanken. Aber da sind gar nicht wirklich genug Monster irgendwo im Low-Level. Ich meine, gut, 58 ist jetzt gar nicht mehr richtig so ultra-Low-Level. Aber die meisten haben ja vor Level 3 sind nicht mal ein AOE-Skill. Also ist schon so, würde ich sagen, dass die meisten im Low-Level mit AOE eher schlechter beraten sind. Assist auch nicht. Ist Moonbeam schneller? Es ist vor allem leichter, unabhängig davon, ob es schneller ist. Es ist leichter. Unkomplizierter. Ob es schneller ist, kann ich dir nicht sicher sagen. Ich habe noch nie in meinem Leben Low-Level Assist bis Level 60 gespielt. AOE. Das müsste man theoretisch testen. Was du aber auf dem FEC noch nichts vergessen darfst, was noch AOE angeht, Jevo Level 9, ist, dass die Mobs, also ich habe gerade schon die Mobdichte angesprochen, die vielerorts nicht perfekt ist, nicht ideal ist. Es gibt auch Spawns, da sind die Mobs vielleicht gar nicht so wenige, aber sie stehen arschweit auseinander. So Jack the Hammer, Mr. Pumpkin, wenn ich so an Saint Morning denke, da gibt es einige Spawns, die richtig ass sind zum AOEen. Und vor allem, weil auch immer Fernkampfmonster mit untergemischt sind. Ist auch richtig kacke, wenn da nicht mal alle Monster Nahkämpfer sind. Das muss man auch noch bedenken. Und was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist, wenn wir jetzt wirklich über FEC sprechen, dann hast du noch das Problem, dass das einfach überrannt sein wird. Also egal, ob da die Monster theoretisch reichen würden oder nicht, du wirst nicht genug Monster abbekommen. Also die Monster würden vielleicht reichen, wenn du dort alleine wärst. Du wirst aber innerhalb der ersten 3 Monate keinen einzigen Spawn finden in irgendwo, wo du alleine bist. Außer vielleicht auf Channel 4. Aber selbst da höchstwahrscheinlich nicht. Und das würde ich halt auch immer nicht vergessen im Low-Level AOE. Also ich würde mich damit gar nicht aufhalten. Wie gesagt, es ist in Anführungszeichen komplizierter, schwieriger. Musst immer noch die Mobdichte mit einberechnen. Und du musst andere Spieler mit einbeziehen. Wenn du nur 3 Monster zeitgleich angreifen kannst, was bringt dir dann AOE? Vor allem im Vergleich von Assist zu AOE-Assist zu Moonbeam-Assist. Weil dann hättest du ja sagen können, okay, die 3 Monster hätte ich mit Moonbeam auch easy töten können. Sie wären wahrscheinlich sogar schneller tot gewesen, als wenn ich 3 Mobs pulle und dann für 3 Mobs anfange zu AOEen, was sich ja irgendwie gar nicht rentiert. Da hätte man wahrscheinlich auch genauso gut 1v1 machen können.
Und hätte genauso viel Killspeed gehabt. Einfach 20 für Comet Suit reinbuttern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du eine Comet Suit für 20 Mio bekommst, um ganz ehrlich zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie durchaus teurer sein wird. An Tag 1 zumindest. Das würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, wenn du die direkt beim Serverstart haben willst, innerhalb der ersten paar Stunden oder so, oder am ersten Tag, ich glaube, die kriegst du nicht für einen 20. Ich glaube, die ist teurer. Tatsächlich. Vor allem Comet Suit ist das Problem, dass das immer bis Level 90 benötigt wird. Die gibt auch keiner so schnell wieder her. Jeder, der sie sich holt, wird die niemals wieder verkaufen. Innerhalb von 12 Stunden oder so. Also bis die Leute die wieder verkaufen, die sich eine Comet Suit holen, ist sie wertlos wahrscheinlich. Die meisten Leute. Zumindest. Also ich würde persönlich einfach auf Skills setzen, wenn du Free-to-Play bist. Das ist eigentlich wirklich die Lösung. Meinst du F-Coins? Ja, ich auch. 2000 F-Coins ist zu wenig wahrscheinlich. Daran erkennt man, dass du wahrscheinlich noch nie einen Serverstart mitgemacht hast. Du weißt gar nicht, wie krass die Leute eskalieren beim Serverstart. Das ergibt teilweise so heftig wenig Sinn. Das ist crazy. Die drehen komplett durch. Diese verdammten Wale. Diese verdammten Blauwale. Das sind wilde Bestien. Ohne Sinn und Verstand. Du hast beim letzten FEC am ersten Tag eine Comet Suit für 2 Mio aus dem Shop gekauft. Sicher, dass es am ersten Tag war? Kann schon sein, hast du halt Glück gehabt, aber die ist halt mehr wert. Das kann schon sein. Kannst du mir sagen, warum der Junk Arrow übelst viel misst? Guck mal auf den Skill, du musst den Max machen und ich glaube auf Max hat der Skill eine 60% Treffwahrscheinlichkeit. Steht dabei. Hover mal über den Skill. Da steht dabei, ich glaube 60% Trefferwahrscheinlichkeit. Also Junk Arrow ist einfach so konzipiert, dass der nicht immer trifft. Wenn er immer treffen würde, wäre er zu stark wahrscheinlich. Ist halt Balancing.